Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part The Council. Wir haben im letzten Part haben wir hier diese Geheimbotschaft entziffert mit Hilfe von der Kerze und der Zitrone. Und jetzt sollen wir uns in den roten Salon begeben, oder in den roten Saal im Erdgeschoss zum Frühstück. Ich habe gerade überlegt, hier war ja noch irgendwo, aber genau, das hatten wir schon eingesammelt. So, dann werden wir da jetzt auch einmal hingehen. Ich bin gespannt, was sich noch so ergibt. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Nachricht von unserer Mutter bekommen. Und ja, schauen wir mal. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Ja, dann tun wir das doch mal, würde ich sagen. Wer war das hier? Der Kardinal. Nein, geht nicht. So, dann gucken wir mal hier. Kann ich hier rein? Nein, schade auch nicht. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo reinkommen. Was haben wir hier? Washington. Let no one disturb me. I'm busy. Too bad. I'll see him later. Ja gut, schade. Hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das That's the door vorgestellt to habe. Elizabeth's room. Da gehen wir einfach so rein. Ist ja wild. For God's sakes, what happened in here? What the... Wow. Aber schön, dass er halt auch einfach reingeht, ne? Ja gut, dann gucken wir uns hier mal um, würde ich sagen. Was haben wir hier? Krass, also ich finde es halt immer noch krass, dass er da so einfach reingeht. Ja, wir haben keinen Schlüssel und knacken können wir das Schloss auch nicht. Vielleicht finden wir aber noch einen Schlüssel. Huch. Gut, wir arbeiten uns mal hier von hier so rum. So, da ist nichts. Da ist auch noch was. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Nee, wir nehmen die nicht einfach. Ich habe keine Lust hier auf irgendwelche Drogen zu geraten, weil das ist bestimmt nichts Entspanntes. Einfach nur irgendwelche Substanzen zu nehmen, da bin ich raus. Das ist nicht meins. Mach ich nicht. Also, was haben wir hier? 5 Kreise-Schlüssel. Ah, sehr gut. Kunst des Menschen. Parallelbiografie. Ein kleiner Schlüssel mit einem Ring aus 5 Kreisen. Sehr interessant. So, was haben wir hier? Nee, stopp. Erst das da unten. 30 November 1791. My dear sister, Ich lese jetzt auch mal wieder drüber. 30. November 1791. Meine liebste Schwester. Dass unser Wiedersehen nicht zustande gekommen ist, war für mich wie ein Stich ins Herz. Vater sagte mir, es sei zu deinem Wohl, aber ich nehme es ihm übel. Er behauptet, dass sich dein Zustand verschlechtert hat und dass ein Treffen gefährlich für uns beide wäre. Wenn ich nur wüsste, wo du bist, glaub mir, ich wäre an deiner Seite. Ich habe lange nichts von dir gehört. Bitte schreib mir. Deine dich liebende Schwester Abigail. PS, ich hoffe, dir gefällt der beiliegende Talisman. P.S. I hope you like the enclosed talisman. Ha, ich war schneller. Louis. So, dann gehen wir mal hier rum, was wir hier noch so haben. Ey, wieso kann ich da jetzt nicht ran? Ich will da ran. Da, jetzt. August 24th, 1792. 24. August 1792. Elisabeth, ich bin der Verzweiflung nahe und frage mich, ob es etwas bringt, dir zu schreiben. Ich weiß nicht einmal, ob du meine Briefe erhältst. Vater kontrolliert meine Korrespondenz mehr und mehr. Ich bin mir sicher, dass er Briefe zurückhält. Glücklicherweise kann ich dir eines der Zimmermädchen meine Briefe zukommen lassen. Sie bleiben jedoch noch immer unbeantwortet. Ich denke oft an dich und bete jeden Tag, dich fest umarmen zu können. Wir haben so viel Zeit nachzuholen. Ich flehe dich an. Bitte antworte mir. Deine dich liebende Schwester Abigail. PS. Diese schreckliche Frau ist hier gestern wieder aufgetaucht. Sie hat sich lange mit Vater unterhalten. Ich habe nichts verstanden, weil sie auf Französisch sprachen. Aber ich bin mir sicher, dass es um dich ging. P.S. That horrible woman came again yesterday. Ich unterbreche ihn jetzt mal nicht. I didn't understand everything because they spoke in French, but I'm sure they were talking about you. Kurzer Einwand ist vielleicht die komische Frau, unsere Mutter. Ich weiß nicht wieso, aber es kommt mir gerade so in den Sinn. So. June 11th, 11. Juni 91. Liebste Elizabeth, dein letzter Brief hat mir Anlass zur Sorge gegeben. Deine Worte waren so kalt, als würden dir Gefühle nichts mehr bedeuten.
Vater ist weiterhin der Ansicht, dass sich die Nebenwirkungen deiner Behandlung plagen, aber auch, dass sie bald abklingen. Soll ich ihm Glauben schenken? Ich klammere mich an die Hoffnung, dass wir uns bald wiedersehen. Endlich. Schreib mir bald. Deine dich liebende Schwester Abigail. PS. Vergiss nicht, mir zu sagen, was du als Geschenk möchtest. So, wir unterbrechen jetzt mal trotzdem. So, was haben wir hier? Eine Drachma. Karmelitengeist. So. Und ansonsten hat er hier gerade nicht so viel zu sagen, würde ich sagen. Da ist noch ein Brief, glaube ich. Liebe Elizabeth, zu meinem Bedauern muss ich dir mitteilen, dass wir uns nicht wie geplant am ersten Sonntag im Mai treffen können. Man sagte mir, es geht dir nicht besser. Und deine Brüder und ich haben leider alle Hände voll damit zu tun, dieses neue Land zu regieren. Bitte vergib uns. Ich verspreche, dass wir dich so schnell wie möglich besuchen werden, selbst wenn es nur für einen Tag ist. Dein, dich liebender Vater. John Adams. PS, bitte nimm es deiner Mutter nicht übel. Sie ist noch nicht so weit. Bitte verurteile sie nicht. Eines Tages wirst du sicher mit allem abschließen können. Ja, interessant, interessant. Dann sollten wir vielleicht hier mal wieder rausgehen, bevor uns hier was passiert. Okay, es hat uns anscheinend keiner gefunden. Sehr gut. Das war nicht meine größte Sorge, dass uns jemand erwischt, während wir da in diesem Zimmer sind. So, können wir noch irgendwo anders rein? Wen haben wir denn hier noch? Das ist das Zimmer von Wöllner. Da können wir noch nicht rein, weil wir den wahrscheinlich noch nicht kennen. Da können wir auch nicht rein. Oh, da war doch gerade noch was. Habe ich doch gesehen. Danke. Für das Erdsternchen. Ich muss mir nochmal angucken. Ich weiß gar nicht mehr, was die Sachen hier genau alle machen. Warte mal. Gelee Royal, genau. Konzentrationspunkte. Gold, Elixier hebt negative Effekte auf. Erdsternchen offenbart vorübergehend die Immunitäten und Schwächen. Ach, genau, das war das. Und Karmelitengeist. Für nächsten werden keine Konzentrationspunkte fällig. Ja, das ist gut. So. Von Jacques Peroux kommen wir auch nicht rein. That must be the door to the room of the soldier I saw in my vision. Gehen wir mal bei Napoleon gucken. Ach, wir können das Schloss nicht knacken. Na gut, wir können aber mal gucken. Monsieur Napoleon Bonaparte. Ja. So, da vorne ist die Tür von... Might be better to take a different stairway. Ja. Wir gehen hier gleich nochmal gucken. Ich will einmal Richtung meinem Zimmer zurück, dass wir dann quasi jetzt von hinten anfangen, uns die anderen Räume vielleicht anzugucken. So, sehr gut. Hier war meine Tür. Dann gucken wir mal, ob wir da vorne reinkommen. Wer ist das? Manuel Godoy. Können wir auch noch nicht rein. Kennen wir auch nicht. Vielleicht können wir hier bei ihr rein. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Emily, ne? Ja. Nein, können wir auch nicht. Gut, hier kommen wir nicht. Ja, dann nehmen wir die hintere Treppe. Ist ja kein Problem. Wir sind da ja flexibel. Gibt ja genug Treppen hier. So, dann nehmen wir die. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das noch weitergeht. Aber stumpf, wie er einfach in dieses Zimmer reinläuft. Von dieser Elizabeth. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Is this about last night? No, that was just a misunderstanding. I'm sure it was a little bit my fault, too. There's no excuse for that man's horrible behavior. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. I'm not worried about Jacques Peroux. Ja, dann geben wir ihr den, oder? You didn't happen to lose this, did you? Where did you find it? In the small salon. It's the only reminder I have of my beloved sister. I thought that swine stole it from me. You're her son. Sarah de Richet's son. Yes, why? Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here?
Ich glaube, mit ihr können wir reden. Wir geben ihr mal zu, My dass sie mother weg came here ist. to do business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing. So I'm here to find her. I know your mother very well. Was meinen Sie? Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you. Oh, I wouldn't say nursed. No, I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. Ich würde sagen, das war bestimmt die And next Narbe. you're gonna tell me my mother's also responsible for that scar on your head? My heart stopped twice during the operation. I lost my memory for 6 months. You obviously have no idea of the abuse your mother inflicted on me. Wait. There must be some kind of mistake. My only mistake was ever meeting your mother. She's able to describe every detail without hesitation or getting flustered. It's becoming difficult not to believe the poor girl. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Moment mal. Wissen wir irgendwas über ihren Charakter? Ich überlege gerade, ob wir das mal ausprobieren hier mit diesem Erdsternchen. Immunitätsschwäche. Ja, nehmen wir doch das. You're right. I don't want this conversation to turn into an interrogation. You've suffered enough already. I respect your silence. Please excuse me. Ich will das mal ausprobieren, wie gut es funktioniert. Thank you. Ist vielleicht dumm, das jetzt zu verschenken, aber You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? manche Menschen sind ihnen auch wichtig. Ja, 100 ihre Schwester. Haven't you got a sister? Yes. I'm sure she loves you with all her heart. She's the only one who cares about me. I would have put an end to it all by now if it weren't for her. Since you insist, I'll tell you how I met your mother. Thanks for trusting me. You see, before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different person. So my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors, but none of them were able to cure her. The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother. Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fits stopped at my birth, and Sarah de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's come here for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and I know it.
Oha. Also es ist wirklich... Oha. Mehr fällt mir dazu tatsächlich nicht ein. Aber ich wollte das halt unbedingt gerne mal ausprobieren mit diesem Zeichen, wo man sieht, welche Schwächen sie hat. Also ihre Schwäche ist auf jeden Fall Befragung. Und wie lange das ungefähr anhält. Genau. Das ist echt krass. Ich finde es richtig krass. Kann ich ihr hinterher? Nein, schade. Hätte ja klappen können, tatsächlich. So, wir gucken uns jetzt hier aber nochmal um. Nicht, dass wir hier noch wieder irgendwas übersehen, weil manchmal gibt es ja neue Dinge, die wir vorher noch nicht eingesammelt haben. Kann ich mit ihm reden? Oh ja. What can I do for you, sir? I am at your service, day and night, sir. Erzählen Sie mir was über das Anwesen. Das Erdgeschoss. Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground floor, there are mainly living rooms. Sir finds himself at present in the Grand Hall. From the Grand Hall, Sir can access, on one side, the small salon, where the guests like to relax with a good book. From there, Sir can access the conference room, which is closed at present for preparations. That is where Lord Mortimer likes to gather all of his guests for talks. From the other side of the Grand Hall, Sir may access the dining room. That is where Sir's meals will be served. From the dining room, Sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. It is also the best way to access the portrait gallery. Oh mein Gott, der hat wirklich viel zu erzählen. And in the gallery, Sir will also find access to the garden. But Sir may be reassured, the building is accessible on both sides, so that it surrounds the garden in question. Ah ja. Sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Lüge! Except for my Lüge! mother. Has Sir another question? Wir könnten ihn mal über den Gastgeber I would fragen. like to speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my master. Is there anything else that Sir would like to know? Kannst du was über die Gäste erzählen? What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Langweilig. Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps Sir would like to know something else? Ich überlege, ob wir ihn nochmal über das Anwesen fragen. Wenn er da wieder so elendig lange Antworten gibt, wird es anstrengend. Aber wer weiß, was wir vielleicht noch erfahren können. What is outside on the island exactly? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. If Sir would like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used upon his arrival. If he would like to walk in the interior gardens of the manor, I would advise Sir to pass through the portrait gallery. May I help Sir in any other way? Aber ne, ich glaube, wir fragen ihn nicht weiter. Was haben wir hier noch? As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, Sir. Oh. What would you require? Kann ich ihn da wirklich nachfragen? Wie lustig. Besorgt er mir das dann? Oh, I still haven't quite recovered after that boat crossing. Would you happen to have any devil's thorn by any chance? I am sorry, sir, but the devil's thorn may Oh, be just a plant, okay. but it is also a powerful psychotropic drug that causes undesirable diuretic effects. I would advise against Sir taking any. Na gut, was ist mit einem Buch? What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir, and I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend Sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Mann, der ist aber auch langweilig. Ja, dann gib mir Goldelixier. You wouldn't have a little golden elixir I could use, would you? Oh, unfortunately, der hat, glaube ich, sir, nichts. I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests.
Some guests are here to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be dangerous for Sir. Ja gut, du kannst mich... Oh, warte mal. You wouldn't have a little golden Kann ich das elixir I could überspringen? use, would Verdammt, you? da war eine Antwort, die ich hätte nehmen können. Unfortunately, Sir, I have Oh, orders bla, not to give ja, any ha. of that medicine to Ich hab's any of verstanden. Lord Können wir es Mortimer's überspringen? guests. Some guests War schon are wieder here zu to schnell, follow a aber ich weiß very nicht, was mich das strict kostet treatment. an Mixing or combining Einsätzen certain meiner substances Fähigkeiten. would be dangerous for Sir. Ich bin ein bisschen nicht zum Einnehmen. Kosten reduziert um 3. Also es kostet mich nichts, dann probieren wir es. That's fine. I have no intention of swallowing this remedy. You see, I generally use it to put the shine back on my shoes. But maybe you'd rather I ask permission from Lord Mortimer. Where is he? I'd like to tell him about my shoe problem. Geil. Sir need do nothing of the sort. There is no reason to disturb Lord Mortimer with this small matter. As you wish. Here you are, sir. I hope Sir will have enough with one bottle, as I haven't any more. Oh, I'll make Dankeschön. do. It's good of you to get this much. May I do anything else for Sir? Nee, okay, wir wollen es jetzt nicht noch herausbeschwören. Wir lassen es mal. Vielen, vielen Dank. Sie waren mir eine sehr große Hilfe. Wie gesagt, keine Ahnung, ob mir das jetzt wirklich so viel bringt. Wir könnten uns dann auch aufs Sofa setzen. Hier ist jetzt aber nichts. Wir haben aber auch den Part schon wieder voll. Und das nächste, was wir tun, sollten sich hier in diesen roten Saal zu begeben. Ihr Lieben, das tun wir aber erst im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich weiß, es ist was ganz anderes, als wir sonst immer spielen. Es ist kein Resident Evil, kein Tomb Raider. Es ist halt so ein bisschen wie Vampire the Masquerade, aber ich liebe es, ich mag es unheimlich gerne und ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch ein bisschen dafür begeistert. Und ja, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns morgen und bis dahin. Tschüss!